Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ganz kurze Folge eigentlich im Prinzip. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben zu dem Ganzen, weil ich fange ab heute quasi an zu streamen hier aus der Maschine und das wirft viele Fragen auf und deswegen haben wir gedacht, wir bringen vorab ein Video raus oder beziehungsweise wir bringen kurz danach ein Video raus, sodass alle up to date sind. Wir sind mit dem Vlog aktuell so eine Woche im Delay. Das heißt, der ganze Kollege, der wird dann nächste Woche für euch in den Vlogs bearbeitet. Aber wann haben wir denn hier? Die Motorhaube. Gefühlt riesig. Eine Axion ist es nicht. Wir haben hier einen Cerion 4200 und die Maschine, die habt ihr schon letztes Jahr im Herbst gesehen und zwar bei mir auf dem Silo und bei Ole auf dem Silo. Das ist der nämlich von Nico. Und wir haben letztes Jahr nämlich beide schon drüber gesprochen und haben uns unterhalten und haben gesagt, hey, sag mal, wie sieht es denn im Frühjahr mit deinem Cerion aus? Und dann sagt er, ja, im Frühjahr habe ich nicht so viel Arbeit bis zum Mai, da geht das Silo bauen los und dann hat er eine gute Auslast. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch eine schlaue Idee eigentlich, wenn wir den zusammen nutzen. Im Frühjahr habe ich eine gute Auslastung, habe dann nicht so einen Zeitstress, weil ich meinetwegen vielleicht nur ein 10 Tage Zeitfenster habe, weil eine Leihmaschine dann wieder irgendwo anders hin muss. Und so habe ich die Maschine jetzt ganz entspannt, um die Flächen hier fertig zu machen und kann dann danach die Maschine waschen und zurück an Nico geben, was eine sehr geile Sache ist, muss ich sagen. Großes Dankeschön geht auch noch mal raus an Klaas, die das ganze Projekt hier mit unterstützen, weil Nico hier von Haus aus kein Klaas hier für kein RTK für meine Region hat natürlich nicht alle krassen Isobus-Freischaltungen, weil er die nie gebraucht hat. Und Klaas war so nett und hat uns diese Freischaltung für den Zeitraum jetzt von einem Monat zur Verfügung gestellt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze hier unterstützt habt. Und vielleicht machen wir das noch kurz als Werbung kenntlich. Sicher ist sicher. Genau, wir sind jetzt hier am Stripte fahren. Ich habe die ersten Meter schon gefahren. Dazu dann nächsten Tage aber mehr. Wie gesagt, Cerion 4200. Wir gehen ganz kurz einmal gleich raus und gucken uns die Maschine einmal von außen rum an. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Und so sieht der Kollege, der gute Kollege, von draußen aus. Ja, wir haben eine 750er Bereifung mit 44 Zoll. Und die sind wirklich groß. Also wenn man hier auch wirklich hier vorsteht. Da, ich bin 1,85 Meter. Das Ding ist riesig. Also unterm Strich, das Ding ist wirklich riesig. Dafür, dass wir jeden Tag große Maschinen bedienen, ist das Ding immer noch riesig. Der hat die Drehkabine, wie ihr auch letztes Jahr schon in den Videos bei Nico gesehen habt. Nutzen wir jetzt natürlich nicht. Wir nutzen jetzt hier ganz normal die Standardvariante, so wie der fährt. Vorne dran haben wir 1,8 Tonnen. Da müssen wir erst mal gucken, ob wir das vielleicht in Zukunft ob wir das noch ein bisschen verringern können. Und ansonsten, den Rest zeige ich euch dann von innen. Reifenregeldruckanlage ist eine coole Sache eigentlich. Wie ihr seht, wir fahren jetzt 0,9 bar. Da und da. So, jetzt sind wir drin angekommen. Also draußen ist wirklich, wirklich, wirklich kalt. Ansonsten hat es bis jetzt ganz gut gepasst, den Cerion hier anzupassen. Wir haben ja K50 und K80 Kugelkorb, das war gar kein Problem. Drucklosen Rücklauf, einen zweiten zu erweitern, war jetzt auch nicht so das Problem. Das Kabel, Gott sei Dank, ist das lang genug, wie es von Venhus ausgeliefert wird. Das ist für den Kranarm. Und ansonsten war es relativ simpel. Wie gesagt, von Klaas, die waren so frei und haben mir RTK zur Verfügung gestellt und die Freischaltung, dass ich Applikationskarten fahren kann. Vielen Dank nochmal dafür. Und müssen wir das nur hinkriegen, dass das geht. Ansonsten fährt er sich gut.